Servus Leute bei AAS24, eurem YouTube-Kanal und euer Online-Shop für alles rund um den Sound im Auto. Und jetzt geht es vermutlich um die letzte Version von Suzuki Jimny GJ, weil ein Kunde hat uns ja nochmal gesagt, da mit dem originalen Radio, was da von Suzuki Original drin ist, da stimmt irgendwas soundtechnisch nicht. Wir klären das jetzt alles auf. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und haben nochmal einen Suzuki Jimny mit Comfort Plus Autoradio besorgt. Und jetzt zeigen wir euch, was wirklich absolut möglich ist und wie alles funktioniert, was wir euch in den Jimny Videos bisher schon gezeigt haben. In dem Suzuki Jimny hinter mir habe ich bereits schon unser Option Jimny 13 cm Lautsprechersystem samt Dämmung verbaut. Wir haben die Hecklautsprecher von uns verbaut, ebenfalls die Premium-Version, und haben damit quasi eigentlich alle Lautsprecher umgerüstet oder erstmal nachgerüstet und haben damit ein einziges Paket für euch jetzt auch zur Verfügung, wo wir euch anbieten Front, Heck und Dämmpaket, alles in einem Set drin zum Vorzugspreis für jemand, der sagt, ich glaube, das langt mir. Und der wird auch zufrieden sein, weil wir machen jetzt auch natürlich nochmal einen Hörcheck, wie das Ganze wirklich klingt, ob da Bass da ist, ob da zu viel Höhen oder egal was, das machen wir gleich. Und als Ergänzung dazu, für jeden, der jetzt sagt, eigentlich klingt das Set, das Paket 1 schon richtig gut, aber ich will mehr. Ich will, dass wirklich alles perfekt klingt, und dazu haben wir euch jetzt das Paket 2. Und das besteht aus einer, also das ist eine Traum-Endstufe. Die kleine Match 5, die M5 DSP MK2 aus dem Hause Audiotech Fischer, made in Germany. 4x60 Watt reine RMS-Leistung plus 160 Watt RMS-Leistung für den Subwoofer samt Soundprozessor integriert. Also Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber dieser kleine Hosenscheißer, ja, ihr seht, wie groß das ist, vielleicht wie so eine Big Pack Zigarettenpackung, aber mehr ist es auch nicht. Unheimlich leicht zum Verstauen und hat echt eine Gewalt, das kracht. Das ist die Basis, weil diesen Prozessor habe ich jetzt für euch so eingestellt, dass das Front- und das Hecklautsprechersystem, was wir ja alles schon verbaut haben, samt diesem Subwoofer jetzt perfekt auf das Original-Autoradio von Suzuki abgestimmt ist und ihr als Set per Plug-and-Play mit unserem beiliegenden Kabelsatz, also ihr braucht überhaupt nichts abschneiden, nur zusammensteckt, einmal Lautsprecherkabel vom Subwoofer im Auto verlegt, wie wir den einbauen, das werde ich euch auch gleich noch zeigen, weil das eigentlich, glaube ich, ganz cool. Und wir haben das Setup, also diese Soundkonfiguration, für euch auf diese Endstufe beim Ausliefern bereits aufgespielt, so dass es wirklich in ein paar Augenblicken, sage ich mal, eingebaut ist und ihr einen riesen Spaß an der Anlage habt. Unser Paket 2 beinhaltet also jetzt komplett einmal die 5-Kanal-Endstufe samt Installationskit, was Kabelmaterial betrifft, zum Anstecken. Einen 25 cm Subwoofer im Gehäuse, der optimal auf die Endstufe passt, samt kompletten Einbaupaket, wo ich euch natürlich jetzt in diesem Video alles zeige, wie es eingebaut wird, wie es zusammengeschraubt wird, damit ihr das Ding flink im Auto habt. Alle Artikel, die wir euch bereits vorgestellt haben für den Jimny, findet ihr natürlich auch einzeln bei uns im Webshop und unten als Link im Videobeschreibungstext. Besonders aber ist empfehlenswert das Paket 1 und das Paket 2, das tun wir nochmal ein bisschen hervorheben, weil da habt ihr einen Einkaufsvorteil drauf und es ist auch von uns die absolute Empfehlung. Wir müssen jetzt erstmal das Originalradio rausmachen, also das ist ja das Comfort Plus. Wer übrigens sagt, naja, okay, er hängt gar nicht an dem Comfort Plus oder an dem Standardradio. Haben wir natürlich auch schon ein Video gemacht über das Austauschen in ein Doppeldiengerät oder in ein wirklich großes, geiles Gerät. Aber wir machen jetzt erstmal das Radio hier raus, um unsere Verkabelung für die Endstufe jetzt da hinten anzubringen. Jetzt haben wir das Radio hier
Und wir nehmen nur den Anschlussstecker von dem Autoradio weg und lassen das mal da so ein bisschen hängen und machen unseren Kabelkit jetzt drauf. Der lässt sich einfach dazwischen adaptieren. Können wir auch das Radio gleich wieder anstecken. So, weil dieser Kabelkit lässt sich nämlich aufmachen. So, jetzt tun wir es doch mal ein bisschen auf die Seite noch. Den können wir nämlich jetzt aufmachen und die Stromversorgung und die Lautsprecherkabel trennen voneinander. Weil dafür gibt es jetzt unseren Kabelkit, einen ISO-Kabelkit, der sich darauf adaptieren lässt. Das heißt, wir nehmen die Stromversorgung hier teilweise gleich weg, wir nehmen die Lautsprecherabgriffe für unseren Sound gleich weg und wir haben die Zuleitungen für unsere von der Endstufe bis zu den Lautsprecherkabel schon dabei. Das heißt, wir stecken das alles nur dazwischen. Einmal Lautsprecher und einmal Stromversorgung wieder zusammenbringen. Und damit haben wir jetzt einen kompletten Anschlusskit für unsere neue Endstufe. Und das Kabel legen wir jetzt nur noch an der Seite runter bis in den Fußraum rein. Ich bin hier auf der anderen Seite und kann das hier unten gleich rausziehen und habe mein Kabel schon fast komplett verlegt. Bevor wir das Radio jetzt wieder reinstecken, müssen wir aber dieses gelbe vorgefertigte Kabel auseinander machen und mit unserem neuen Stromkabel, das wir an der Batterie anschließen, verbinden. Weil die Stromversorgung, das funktioniert zwar rein theoretisch so, aber wir haben jetzt die Stromversorgung für die Endstufe auf unser Originalkabel vom Autoradio. Wir wollen aber die volle Leistung ausschöpfen von der Endstufe und dazu müssen wir das Kabel anders verwenden, und zwar hier ist ja extra das Kabel im Lieferumfang von dem Paket 2 mit dabei. Das Kabel bis zur Batterie, das machen wir jetzt gleich als nächstes, damit das schon mal erledigt ist. Das große Plug-and-Play-Kabel haben wir ja jetzt schon bereits hier runtergezogen und die Stromverlängerung, die ziehen wir jetzt mit dem schmalen Ende dieses Kabels vom Motorraum in den Innenraum und legen den dann wieder hoch und verbinden das miteinander. Fangen wir also im Motorraum bei der Batterieklemme an. An diesem Pluskabel werden wir unsere Ringöse hier mit draufklemmen. Ist überhaupt kein Problem. Die Schraube aufmachen, Ringöse drauf machen. Und über diese Muffi hier unten, da ziehen wir unser Kabel jetzt durch. Das Durchzugsband können wir durch die Gummimuffi durchstecken und nach innen führen. Und da können wir es auch schon wieder abnehmen, weil auf das Ende können wir mit dem Isolierband das Kabel befestigen, richtig schön straff drauf machen und jetzt von innen nach innen durchziehen. Jetzt kann man von innen hier oben reinfassen. Ihr braucht nichts auseinanderbauen, gar nichts. Aber ihr fühlt sofort dieses Durchzugsband und könnt es nach innen durchziehen. So, da ist es. Können wir das Isolierband wieder wegmachen. Dann muss das gelbe Kabel bis zum Radioschacht wieder hoch, an dem gelben Kabel angesteckt werden und dann können wir das Radio wieder reinbauen. Jetzt die zwei Kabel miteinander zusammenstecken. So. Und die zwei bleiben einfach frei hängen. Jetzt können wir aber das Radio bereits schon wieder komplett installieren. Der Kai, also der Eigentümer von dem Fahrzeug, wird auch selber für euch vor der Kamera nochmal ein Statement abgeben, wie er persönlich den Sound ohne dieses Soundpaket 2 findet, also nur Frontlautsprecher, Hecklautsprecher aufs Originalradio drauf installiert und natürlich die Version 2 samt Endstufe und Subwoofer, damit ihr wirklich eine ganz authentische Stimme habt, wo ein Kunde sagt, wie es ihm wirklich gefällt und wo es vielleicht nicht so gut ist, aber das zeigen wir euch alles am Ende des Videos. An unserer Mini-Endstufe haben wir hier einen separaten Subwoofer-Anschluss, wo im Lieferumfang mit dabei liegt. Und das können wir jetzt verlängern mit unserem beiliegenden Lautsprecherkabel, wobei jetzt das markierte in dem Fall Minus ist. Das müssen wir uns merken an dem Ausgang der Endstufe. Wir nehmen das markierte. Ich habe jetzt die beiliegenden Quetschverbinder schon drauf gequetscht, dass wir es jetzt hier quasi nur noch zusammen verbinden müssen. Und das Kabel muss jetzt von unten im Fußraum bis hinter in den Kofferraum gelegt werden, weil da wollen wir ja dann unseren Subwoofer haben. Dazu muss die hintere Seitenverkleidung auf der rechten Seite weg, genauso wie wir es bei den Hecklautsprechern ja auch schon gemacht haben. Also das Kabel läuft nach hier. Jeder, wer sehen will, wie das wegmontiert wird, der kann ja in das Hecklautsprecher-Video reingucken. Oder jeder, der jetzt das schon nachrüstet, der hat es ja schon einmal weggebaut, weil er Hecklautsprecher schon drin hat. Die Mini-Endstufe, die macht ja mit ihren 4x60 Watt
zweimal das Frontsystem, zweimal die hinteren Lautsprecher plus den Subwoofer. Dafür ist die Endstufe ausgelegt. Dann haben wir das gute Stück schon draußen. Der Seitenschweller, die Verkleidung muss noch weggemacht werden. Da ist an der Seite so eine kleine Verriegelung. So, das war's. Und jetzt haben wir den ganzen Teppich frei, um das Kabel darunter zu verlegen. Hier an dem alten Kabel vielleicht festzumachen, weil die Endposition der Endstufe ist hier hinten unten drin. Das heißt, das Kabel muss halt alles bis da unten rein lang. Genauso lang wie das Kabel hier ist, machen wir halt das. Und jetzt können wir das Kabel unterm Teppich bis hierher legen und machen es hier ab und zu mit dem Isolierband fest. Jetzt lassen wir das Subwoofer-Kabel einfach hier unten in dem Eck da rauskommen und fertig. Können wir die ganze Verkleidung wieder drauf machen. So, hier Subwoofer-Kabel. Wir haben jetzt bereits wieder alles zusammengebaut. Hier kommt unser Subwoofer-Kabel raus. Und dann bauen wir doch jetzt mal den Subwoofer ein. Wir haben ja unseren 25er Audison Woofer, den ich eigentlich recht hübsch finde, wenn man ihn so rum einbaut, dass der wie so ein kleiner Koffer hier drin ist. Und den packen wir per Huckepack auf den Sitz drauf mit unserer kleinen Spezialhalterung und dann findet der so seinen Platz. Also lasst uns doch mal die Halterung zusammenbauen. In unserem Subwoofer-Paket, im Paket 2, ist ja auch jetzt diese Blechhalterung mit dabei. Die haben wir angefertigt, damit man das Ganze jetzt hier drauf machen kann und im Fahrzeug über den Sitz stülpen kann. Und zwar so, dass es niemanden stört und dass er wirklich super hebt. Damit der nicht so blechern ausschaut, haben wir auch im Lieferumfang extra diesen selbstklebenden Filz mit dabei, damit wir das Blech schön einpacken können, damit es auch im Auto cool ausschaut. Das können wir hier mittig anlegen. Genau. Und jetzt da hochziehen. Da hochziehen. Und jetzt da klappen wir das Ganze hier rein. Das sind noch unsere Schraublöcher, die müssen wir nachher wiederfinden. So, von außen schaut das gleich viel besser aus. Das da drin, das innen drin, sieht man nachher gar nicht mehr. Und damit können wir jetzt hier schon mal die Schraubenlöcher finden, damit man die schon mal durchbohrt. Wir legen euch diese selbstklebenden Fliese extra mit dazu, damit er auch noch daheim was zu tun hat. Sonst geht der Einbau echt viel zu schnell. Euch soll ja auch der Einbau ein bisschen Spaß machen. Wir zeigen euch jetzt bloß, was wir uns dabei gedacht haben. Und somit können wir jetzt alles zusammenschrauben. So, da drauflegen. So. Ja, einmal Loch. So, dann sieht man das von außen wieder. Jetzt nehmen wir das ganze Zeug ins Auto und nehmen etwas mit, was ca. 3,5 cm dick ist. Bei mir ist mein Klebeband ca. 3,5 cm hoch. Das legen wir mal dahin. Und jetzt tun wir den Sitz in Position bringen. Und zwar jetzt einmal auf die längste Variante, also auf die geneigteste. Und davon müssen wir jetzt 2 Raster, einmal, zweimal zurückgehen, weil jetzt passt der Woofer genau so rein, dass der überhaupt nicht mehr stört. Also hier geht die Türe zu, die liegt nachher plan an und ist perfekt dafür geeignet. Und jetzt müssen wir unseren Bügel hier ranbringen. So, und der Bügel wird jetzt hier hinten zwischen Polster und Rückwand eingeführt. Und da liegt der nämlich jetzt auf dem Haltegitter auf, also der kann nicht mehr rutschen, der ist fix und fest so. Und jetzt können wir das Ganze miteinander verschrauben. Zuerst mal oben und dann machen wir die unteren Haltebügel rein. Jetzt machen wir auf der Seite links den Winkel rein, der einfach nur ein rechter Winkel ist, also nicht den, der nochmal gebogen ist. Und der wird jetzt so rum reingemacht, dass der auch da unten drin seinen Halt findet. So. Und hier verschraubt werden kann. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie komme ich denn dahin zum Schrauben? Naja, ist egal. Wir nehmen das ganze Ding jetzt hier raus
und schauen einfach auf der Seite, dass das schön parallel läuft, dass der Spalt überall gleich weit entfernt ist und dann können wir das natürlich auch von der Seite außen festschrauben. So. Da ist die Schraube. Und jetzt kommt noch der da hinten rein. So muss das ausschauen und dieser kleine rechte Winkel, also der, wo jetzt nicht mehr rechtwinklig ist, der ist der, dass im eingeklappten Zustand kommt der nämlich an die Seite hier dran und darum habe ich den ein bisschen nach innen reingebogen. Jetzt kann man aber wie einen Rucksack reinhängen. Ja, kann man auch im senkrechten Zustand machen. So, jetzt nehmen wir den, fahren den hier rein, fahren den auf der anderen Seite da rein und hängen den oben rein. Ende, das war's. Und jetzt können wir natürlich alles genauso benutzen wie vorher. Der bleibt da drinnen, kann aber auch im Notfall rausgenommen werden, wenn ich den ganzen Kofferraum mal beladen will. Aber würde jetzt auch nichts stören, wenn das einfach umgeklappt ist, weil das Kabel, das machen wir einfach lang genug, damit es hier an der Seite angeschlossen bleibt. Das machen wir als letztes jetzt noch rein und dann sind wir mit der Installation ja schon fertig. Damit es richtig gut ausschaut, nehmen wir hier Textilklebeband, wickeln unser Kabel schön ein, dass das nicht so kupfernfarbig raussticht, sondern einfach nur auch schwarz ist. Nochmal zur Erinnerung, das markierte Kabel ist Minus in dem Fall und das wird hier nur eingeklippt in dieses Terminal, also super easy. Das war's. Durch das, dass jetzt wie ein Rucksack drauf ist, das Ganze, geht natürlich auch die ganze Mechanik hier noch genauso wie vorher. Mega. Voila, da ist er. Schaut doch echt geil und aufgeräumt aus und macht Druck. Und jetzt brauchen wir bloß nur die Endstufe unten reinmachen, da wo sie hingehört. Und dann sind wir fertig mit der Installation. Also Leute, die Seite mit dem Woofer habe ich jetzt tatsächlich nur noch auf einen Raster runter machen müssen, anders wie den anderen. Dass man jetzt hier sieht, das ist eingerastet, die hinterste Variante und das ist der Unterschied. Auf den muss ich verzichten. Wer mag das machen für Bass? Yeah! Jetzt habe ich euch ja die ganze Zeit gesagt, dass wir einen 25er Subwoofer installiert haben. Aber ich habe euch noch nicht gesagt, warum wir uns gegen einen 20 cm Subwoofer entschieden haben. Weil ich habe natürlich auch beides Probe gehört und wie bei dem Video, wo wir schon die Aktivwoofer gezeigt haben, habe ich gesagt, der 25er, der rentiert sich frei schon echt richtig. Und ich finde, wer das Geld noch investiert für Version 2 mit Endstufe und Subwoofer, der 20er Subwoofer, der unterstützt dieses Lautsprechersystem, weil das eigentlich an sich schon gut läuft, nur noch so minimal mehr, dass man eigentlich sagen muss, warum gebe ich eigentlich so viel Geld dafür aus? Also wenn ich das Geld schon ausgebe und die Leistung zur Verfügung habe, dann bauen wir doch einen 25er ein, weil ein 25er, das ist richtig Spaßfaktor. Also wer von euch Chimney-Fahrern hat jetzt bereits so ein Optionssystem von uns installiert, egal ob auf ein Nachrüstradio oder auf das Comfort Plus oder auf das Comfort Radio. Wie zufrieden seid ihr damit? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Wir machen nämlich jetzt nur noch die Endstufe ran. Hier, das ist unser fertiges Kabel, halt so rum gehört das. Und haben den Subwoofer bereits schon dran und im Lieferumfang liegt auch dieses USB-Kabel mit dabei. Das kann man mit anschließen, wenn man sich die Software von Audio-Tech Fischer downloadet und selber über einen PC sich andocken möchte an der Endstufe und da noch Veränderungen vornehmen mag. Ich habe aber für euch das Ganze so vorbereitet, dass ihr dieses Kabel gar nicht braucht. Ihr steckt es genau so an. Das ist easy going und ihr könnt jetzt sofort loslegen und die Anlage läuft super geil. Wisst ihr, was das eigentlich Geile an dieser Endstufe ist? Die ist so klein. Ah, das ist herrlich. Schau mal, da hinten ist ein kleines Loch, ein Stauloch. Da können wir die ganze Endstufe reinmachen, samt Kabel. So, die können wir nämlich da hinten mit reinlegen. Und jetzt haben wir extra ein bisschen Noppenschaum mit dazugelegt, damit ihr das von der Seite her zumachen könnt, dass da auch garantiert nichts mehr rausfällt. Keine Kabel. Okay. Jetzt keine Kabel mehr zu sehen sind. Die noch unter dem Teppich hier. So. Und wie schaut das aus? Hey, Luxus pur, oder? Man braucht keine Angst haben, dass die Endstufe überhitzt, weil das ist nur an der Endstufe und nicht um der Endstufe drumherum. Die hat genügend Platz, um das bisschen Hitze, was die erzeugt, loszuwerden. Strom dran und Soundcheck.
So, erster kurzer Funken zum Laden der kleinen Kondensatoren in der Endstufe und wieder zumachen. So, das gehört alles da drüber. Das war's. So Leute, was ihr jetzt gerade gehört habt, das nennt sich rosa Rauschen, jede Frequenz gleich laut und wir haben es jetzt mit unserem Messtool eingemessen und unsere neue M5 Endstufe auf das Fahrzeug perfektioniert und wir haben jetzt hier einen Frequenzgang mit einer Referenzkurve drauf, wo man sieht, Mensch, wir sind echt sehr nah an dieser Referenzkurve dran. Es sind keinerlei Erhöhungen mehr drin, bis auf hier, wo wir sie da haben wollen, der Spaßfaktor im Bassbereich. Und gerade alles, was unter 60 Hertz ist, also natürlich flacht es hier da dran ab, das ist der Filter, den wir gar nicht mehr haben, also den wir absichtlich so reinmachen, damit der Bass unten auch irgendwann aufhört zum Spielen unter 40 Hertz, 30 Hertz. Das ist wirklich Firlefanz, das braucht man gar nicht. Schon gleich gar nicht, wenn man 13er Lautsprecher als Frontsystem drin hat. Es ist völlig okay, wenn unterhalb von 60 Hertz eigentlich nicht mehr viel kommt, weil dann braucht der kleine Tieftöner auch gar nicht mehr so einen riesen Bass machen und nur in der Gegend rumflattern, sondern sich auf das konzentrieren, was er vom Autoradio kriegt. Und das macht das Chimney Radio eigentlich sehr gut. Also jeder, der sich jetzt für Paket 2 entscheidet, wo also Endstufe und Subwoofer zum Front- und Hecksystem noch ergänzt wird, der bekommt natürlich die M5 Endstufe mit meiner eingestellten Software ausgeliefert, dass er selber gar nichts mehr dran machen muss, außer anstecken. Und dann ist das alles perfekt eingestellt. Also Leute, da ist er, der Kai aus Sinsheim, der uns dankbarerweise seinen Chimney zur Verfügung gestellt hat. Schön, dass du da bist. Danke dir, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne, weil da war ja noch eine Aufgabe zu erledigen für uns. Und die haben wir ja jetzt gemacht und wir möchten euch natürlich jetzt auf die Reise mitnehmen, weil der Kai, ich habe ihm auch extra nochmal gesagt, bitte sei ehrlich, tu nicht so, wie wenn es gut klingen würde oder wenn du enttäuscht bist, dann ist es einfach so. Ja? Also tu vor der Kamera genau das, was du sonst auch tun würdest, wenn du jetzt mit uns zusammen den Soundcheck machst. Aber erklär doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass wir in Kontakt kamen? Ja, es ist relativ einfach. Ich hatte ja das Glück, den Chimney zu ergattern und an dem Auto gibt es eigentlich nicht viel auszusetzen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und das größte Problem ist dann letztendlich die Anlage, weil ich von meinen vorherigen Fahrzeugen einfach mehr und Besseres gewohnt war. Und letztendlich durch ein bisschen Googlen, Forum und dann eben YouTube bin ich auf euch aufmerksam geworden und dachte, dann schreibe ich da mal hin. Ja. Hat das einen speziellen Grund nochmal gehabt? Ja, es ist, wie gesagt, ich bin ja dann auf Internetrecherche gegangen, was kann man selber machen, weil ich einfach auch gern bastel, aber einfach nicht das Know-how habe und war irgendwann komplett verwirrt, weil der eine schreibt so, der andere sagt, da stimmt was mit dem einen Radio nicht, der andere sagt, da stimmt das mit dem Radio nicht und ich bin kein Elektriker oder Soundmechaniker oder was auch immer. Und da ich euch schon länger über YouTube kenne, dachte ich mir, es Sinnvollste ist, ich rufe jetzt einfach an und frage, wie sieht es denn da aus, weil ich die ersten Videos natürlich auch schon gesehen habe. Genau, und da war auch der große Punkt, wo ich dann gesagt habe, bisher haben wir alle Sachen, was wir in den Videos gezeigt haben, immer mit einem Nachrüstradio, also mit unserem Alpine haben wir das verfilmt und wir haben tatsächlich nie die Anlagen wirklich gehört mit einem Originalradio, weil ich eigentlich früher immer dachte, jeder, der so ein Fahrzeug fährt, der tauscht auch gleich das Radio raus, weil das Alpine, was man da vorstellt, das schaut so geil aus. Ja, aber viele wollen wohl doch ihr Originalradio drin lassen. Und da war es an der Stelle wichtig, wir brauchen ja dann praktisch die Adaption drauf, die auch auf dem Originalradio ordentlich funktioniert. Mhm. Und dann war ich echt super dankbar, dass du uns dein Auto zur Verfügung stellst mit dem originalen Comfort Plus Radio. Ich habe das auch in diesen Foren gelesen, dass es da Probleme mit dem Frequenzgang gibt und so weiter. Das hat, glaube ich, echt für einen Haufen Verwirrung gesorgt. Und ich dachte mir, das kann so nicht sein, wir müssen das selber checken. Und deswegen haben wir dein Auto da gehabt. Und wir werden jetzt gemeinsam checken, was es mit dem Sound auf sich hat. Klasse. Ja, dann machen wir jetzt den Soundcheck. Wir hören uns das Ganze jetzt mal live an. Und du erzählst uns, wie du dich dabei fühlst. So machen wir es. Ja, cool. Dann steig mal ein. Also Kai. Folgendes, wir haben ja bei dir jetzt eigentlich eine ganz große Anlage reinbaut. Also das, wo man per Plug and Play
daheim selber nachbauen kann oder einbauen kann, wo ich sagen würde, ja, okay, jetzt kommen wir echt an die Grenzen, an die oberen Grenzen, was jemand mit so schnellem Aufwand mal selber machen kann. Okay. Wir haben jetzt extra dein Radio noch nicht reingemacht, fertig, weil wir tatsächlich, siehst du deine Originalverkabelung, und das wäre die Verkabelung für die Endstufe. Die ist aber jetzt weg. Also hier läuft keine Endstufe mit, hier läuft kein Subwoofer mit. Das Radio betreibt jetzt unser neues Lautsprechersystem, das 13er Option-System und das gleiche System als Hex-System. Okay. Also 13er Coax hinten, auch in den Originalöffnungen. Die haben wir ja schon immer im Sortiment gehabt. Also Chimney-Frontsystem, Chimney-Hex-System. Genau. Ja. Und das ist alles. Hey, und wir brauchen noch einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Jetzt haben wir dir noch schnell ein neues Mikro verpassen müssen, weil nach wie vielen Jahren, Moritz, hat unser Zweitmikrofon jetzt echt einen Geist aufgeben, just in dem Moment. Aber wir haben dich ausgestattet mit einem Großmikrofon. Das geht auch, ja. Wir haben jetzt einmal ein USB-Stick drin, der GEMA-freie Musik hat. Das heißt, dass unsere Zuschauer jetzt mithören können. Und jetzt schauen wir mal gerade so ein bisschen rein. Ich mache jetzt aber nur das Frontsystem. Also nochmal zur Klarstellung, wir haben jetzt ausschließlich am Originalradio unser neues Lautsprechersystem für vorne angeschlossen. Okay. Mehr ist es nicht. Auch nochmal zum Anzeigen. Bass 0, Höhen 0, Balance 0 und ich habe jetzt alles nach vorne gemacht. Ja? Und die Equalizer-Einstellungen sind neutral. Okay. Also das heißt, noch gar nichts verändert. Wer jetzt sagt, ich will jetzt mehr Bass oder mehr Höhen oder weniger, der kann jetzt immer noch ein bisschen was machen. Aber hören wir. Oh, das ist das Tiefbasslied. Mal schauen, was die 13er draus machen. Ja, da kommt was an. Also das ist jetzt ungefiltert, ja. Du kannst jetzt natürlich noch Bass ein bisschen rausnehmen. Aber fett, gell? Da ist richtig Bass da. Ist kein Vergleich zu vorher, sagen wir es mal so. Es ist Bass da, ja. So, was haben wir noch? Hören wir mal weiter. Was haben wir noch? Also wir drehen jetzt gerade auf 26, 27, es geht bis 30. Und da oben fängt er ein bisschen zum Verzerren an. Ja? Ab 29, da wird es nicht mehr so schön, aber 26, 27 kann man ganz gut hören, oder? Definitiv, ja, ja. Sehr schön. So, machen wir noch ein Lied. Und eine Frauenstimme. You're watching me steady, I know. Wondering why I'm so hard. So, ich lege jetzt mal das Hecklautsprechersystem dazu. Okay. Also das ist jetzt praktisch dann das komplette Paket 1. Ach du Scheiße. Boah. Boah. Das ist nochmal ein ordentlicher Schritt nach vorne. Klanglich. Also jetzt haben wir 2, 3, 4 Lieder jetzt ein bisschen reingehört, aber so dein erster Eindruck, sind da zu viel Höhen da oder zu wenig Bass oder klingt's unrund? Also das erste, was mir auffallen ist, ist Bass da. Das definitiv. Also Bass Hammer, Hochton, ich merke jetzt weder, dass es zu viel oder zu wenig ist. Und ich fand sogar relativ laut. Also dafür, dass da ist ja jetzt nichts dran, hast du gesagt. Also nee, keine Endstufe oder irgendwas. Da kommen wir jetzt noch gleich dazu, aber dafür war es schon laut. Definitiv. Im Gegensatz zu deinem Original-Lautsprechersystem? Ja, wenn man das Lautsprechersystem nennen kann, es ist ein himmelweiter Unterschied. Also das eine ist halt wirklich zum in die Tonne kloppen, gerade wenn man es jetzt so hört. Mega geil. Kann man es harmonisch nennen?
Definitiv. Also ich habe jetzt definitiv erstmal nichts dran auszusetzen. Ich würde sagen, ja, eigentlich, wenn du jetzt nicht den Subwoofer und nicht noch eine Endstufe, sondern jetzt bei dem Stand, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, das reicht eigentlich schon echt für ganz viel aus. Also es ist besser als in vielen Autos, die ich hatte mit irgendwelchen High-End-Anlagen. Es ist ordentlich, es bringt Zunder. Also, was? Du sagst jetzt, das klingt besser wie manche Autos mit Soundanlagen. Definitiv, ja. Obwohl mir hier den Sound mit der Anlage noch gar nicht so richtig angefangen. Das ist ja nur das Austauschen der ich bin jetzt schon mega überrascht, das muss ich sagen. Gerade als du das hinten dazu geschalten hast, das fand ich mega krass. Das ist krasser Scheiß, gell? Also vorne war schon, das ist ein Schritt nach vorne. Also beides zusammen, wenn man jetzt nur hinten laufen lässt, das klingt dann so. Okay, jetzt haben wir natürlich genau das Lied an der falschen Stelle. Was haben wir noch? Oh, das ist auch wieder so ein Tiefbasslied. Was ist das? Ja, das ist... okay, kommt so ein bisschen Disco-Zeug da. Das ist nur hinten. Das ist nur hinten. Das ist... Das Bass da? Da Ja. ist richtig Bass da. Ja. Das, Ja. So, drehen wir das Ganze wieder nach Boah. vorne. das ist völlig rund. Also nur vorne wäre für mich noch nicht, aber hinten bringt jetzt richtig Spaß. Also ich finde es so klasse. Also, dann haben wir das jetzt mal festgestellt, dass das, egal ob du ein Nachrüstradio reinmachst oder ob das das Komfortradio ist oder auch das Komfort Plus, scheißegal. Der Sound, der funktioniert, aber zu 100%. Meine Ansicht, seine habt ihr gerade gehört. Ich glaube, so enttäuschend war das jetzt nicht. Und jetzt schließen wir per Plug-and-Play. Kai, du müsstest mir vielleicht mal das Radio so halten, weil das ist jetzt ein bisschen, ich muss das Ding da hinten abstecken. So, das machen wir alles im laufenden Betrieb. Und da stecken wir jetzt unsere, also hier zieht jetzt praktisch die neue Endstufe den Sound her. Und wo haben wir den anderen Anschluss? Habe ich alles schön weggeräumt. So, jetzt haben wir praktisch erst die Endstufe mit integriert. Und da muss man jetzt auch gleich mal ganz leise machen, sonst erschrickt der liebe Kai gleich, wie das abgeht. Also nochmal Klangeinstellungen. Bass haben wir sogar -2 noch gemacht gehabt vorher, gell? Also jetzt haben wir wieder alles auf 0. Aber hier die Klangeinstellung neutral, alles gut. So, und jetzt fangen wir nochmal mit dem Lied von vorne an, weil ich glaube, das ist ganz cool. Leck mich am Arsch. Jetzt kommt's an. Alter, man kann das Bass nennen, oder? Das sind nur die Boxen. Ja, und der Subwoofer jetzt. Also das ist jetzt deine neue Anlage. Make the booty bounce on the dance floor. Jetzt können wir sogar wagen, sowas wie so ein Tiefbass-Ding. Wo haben wir unser... Mal schauen, wie viel Bass da kommt. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Oh, das You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Das war auch schöner Bass, gell, bei dem Lied. Warte mal, kommt jetzt gleich. Tell me something, 'cause I don't know how this gonna end. Oh no. Da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß bei der Heimfahrt. Das wird eine schöne Heimfahrt, ja. Mal sehen, ob ich danach noch was hören kann. Also, dann würde ich sagen, ich sehe dir an, dass es dir gefällt. Ja. Ja. Also das ist jetzt wirklich die Großvariante. Ich glaube, mehr
mehr ist auch nicht notwendig, oder? Nee. Also ich bin begeistert. Das haut schon richtig rein. Es kommt jetzt komplett an. Ja, also mal aber abgesehen vom Bass, es ist jetzt lauter. Lauter definitiv. Also das merkt man nur mal, dass da was rauskommt. Durch Wie durch ist es den obenrum so klanglich und musikalisch? Klingt's geschmeidig? Also ich habe jetzt nirgends irgendwas gehört, was jetzt unangenehm war oder als falsch empfunden habe. Geschmeidig kann man sagen, ja. Also es passt alles zusammen. Nichts zu drüber, nichts zu drunter. Wenn du laut machst, geht alles hoch. Wenn du leise machst, geht alles runter. Sau gut. Also ich hoffe für euch daheim, dass euch der Kai das ganz gut beschrieben hat, wie das Sound klingt und dass ihr das nachvollziehen könnt, um alle Unklarheiten zu beseitigen, was es bisher gab. Das Zeug läuft und es läuft gut. Bestätige, das läuft. Danke fürs Bestätigen. Ja. So, also dann mache ich dein Radio jetzt noch fertig rein und und das war's dann eigentlich. Und dann kannst du die Heimfahrt beginnen und ein neues Leben mit deinem Chimney. Ihr könnt noch mal ganz von vorne anfangen. Von vorne anfangen ist sehr schön, ich freue mich drauf. Geil, darf ich dir einschlagen? Ja? Danke dir. Danke dir fürs Bereitstellen vom Auto. So, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn mir das nächste Auto zerlegen, wahrscheinlich jetzt erstmal kein Chimney mehr.